Burg Rockenbach. War dies wirklich eine Raubritterburg? Wir befinden uns in der Nähe von Bonndorf im Schwarzwald. Diese Burg wurde vermutlich im 12. Jahrhundert von den Grafen von Nellenburg erbaut. Was wir darüber herausgefunden haben, seht ihr jetzt. Die Grafen besaßen zahlreiche Ländereien, welche weit verstreut lagen, und sicherten diese durch den Bau von Burgen. In diesem Fall sollte die Anlage den Übergang über die Steina überwachen, denn dieser brachte den Grafen Wegzoll ein. Die Kernburg besteht aus zwei mächtigen Wohntürmen, einer im Südwesten und einer im Nordosten. Der Grüninger Turm ist älter und besaß ursprünglich mindestens 2 weitere Stockwerke. Unter dem Bodenniveau war ein Verlies. Der Turm konnte früher bestiegen werden und bot eine tolle Aussicht über das Tal. Leider wurde nach der 2019 gestarteten und 2022 abgeschlossenen Sanierung keine Treppe mehr installiert. Der Weißenburger Bergfried ist etwas jünger. Auch dieser war um einiges höher als heute. Wahrscheinlich maß er 20 bis 22 Meter. Auch bei diesem Turm gibt es keine Treppe. Die beiden Türme waren über 2 Mauern miteinander verbunden. Dazwischen standen mehrere Gebäude. Ausgegrabene Mauerreste belegen, dass jeder der beiden Burgteile einen eigenen Palas besaß. Der Burghof wird durch ein Tor in 2 Hälften geteilt. All dies deutet darauf hin, dass die Burg Rockenbach von 2 verschiedenen Familien bewohnt wurde. Von der Vorburg haben sich leider kaum Reste erhalten. Nur schwache Fundamentspuren sowie die Überreste eines Brunnens sind zu entdecken. Allerdings nur in der kalten Jahreszeit. In den wärmeren Monaten bleiben sie dem Besucher durch die üppige Vegetation verborgen. Um 1280 begann Graf Mangold von Nellenburg seine Ländereien zu verkaufen. Im Zuge dessen veräußerte er die Burg Rockenbach 1288 an die Freiherren von Kränkingen, deren Burg Weißenburg 1281 von König Rudolf von Habsburg zerstört worden war. Deren jüngere Linie übernahm alsbald die Burg. In den folgenden Jahrzehnten büßten die Kränkinger jedoch immer mehr an Macht ein. Schlussendlich mussten sie Teile der Burg verkaufen und besaßen immer weniger Ländereien. Wohl aus finanziellen Gründen begann Johann von Kränkingen daraufhin, von der Burg aus Raubzüge ins Gebiet des Klosters St. Blasien zu unternehmen. Das Basler Konzil belegte ihn darauf mit dem Kirchenbann. Die Abwärtsspirale der Familie hielt weiter an. 1417 entzog ihnen der Landgraf von Stühlingen auch noch die Vogtei über das Kloster Riedern am Wald. Gut 2 Jahrzehnte später wurde Burg Rockenbach von österreichischen Truppen unter der Führung Werner von Staufens belagert
und schlussendlich zerstört. Johanns Sohn Itelhans begann die Anlage 1443 wieder aufzubauen. Doch mangels Geld konnte er den weiteren Zerfall nicht aufhalten. Mit dem Tod von Hans Friedrich von Kränkingen-Weißenburg starb der Familienzweig 1474 aus. Beim Kauf 1482 durch die Grafen von Lupfen war dann nur noch von einem Burgstall die Rede. Zu diesem Zeitpunkt scheint Rockenbach wohl nicht mehr bewohnbar gewesen zu sein. Im Bauernkrieg werden 1525 auch die noch verbliebenen Ökonomiegebäude zerstört. Als die Grafen von Lupfen 1582 ausstarben, erbten die Pappenheimer die Ruine. Diese verkauften sie 1603 mit den umliegenden Gütern an das Kloster St. Blasien, welchem die Burg bis zur Säkularisation im Jahr 1806 gehörte. Das mit dem Raubrittertum ist ja so eine Sache. Denn genau genommen gab es das gar nicht. Jeder Ritter hatte das Recht zur Fehde. So, und nun genieße ich noch die Aussicht über das Tal. Ich wünsche euch eine tolle Zeit und bis zum nächsten Mal.